Hallo ihr Lieben, habt ihr Lust, in nur 5 Minuten einen wunderschönen Stern zu häkeln, ob aus Dekoration, für Geschenke oder den Weihnachtsbaum? Dieser kleine Stern ist super schnell gemacht und perfekt für Anfänger geeignet. Ich zeige dir heute Schritt für Schritt, wie du den 5-Minuten-Stern häkelst. Du brauchst nur etwas Garn, eine Häkelnadel und ein bisschen Zeit und am Ende hast du ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Diese 2 kleinen Sterne habe ich mit ganz dünnem Garn gehäkelt. So dünnes Garn nehme ich normalerweise nur zum Sockenstricken und wie du sehen kannst, kannst du auch wunderbar deine Sockenwollreste verbrauchen. Die Sterne habe ich auch mit Wollresten gehäkelt. Das ist die gleiche Anleitung, aber mit dickeren Garn. Und vorzeigen werde ich es dir heute mit noch dickerer Wolle, damit du alles gut sehen kannst. Du hast also keine Lupe nötig. Also schnapp dir deine Häkelnadel und ein bisschen Garn und los geht's. Ich beginne mit dem magischen Ring. Falls du mit dem magischen Ring noch nicht vertraut bist, schau dir gerne meine Videoanleitung dazu an. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Alternativ kannst du auch 4 oder 5 Luftmaschen häkeln. Diese mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. Beginnen wir gleich noch einmal mit dem magischen Ring. Ich überkreuze die Enden. Achtung, das kurze Ende ist hinten. Und dann hole ich mir den Faden und häkle eine Luftmasche, um das Ganze zu fixieren. In diesen magischen Ring häkle ich nun 6 feste Maschen hinein. Alle möglichen Infos, wie zum Beispiel, welche Wolle ich benutze, welche Häkelnadel oder Infos zur schriftlichen Anleitung, findest du bei mir wie immer in der Videobeschreibung. Ich ziehe am magischen Ring. Eins, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich schließe die Runde mit einer Kettmasche. Die zweite Runde. 2 Luftmaschen. In die gleiche Masche, also hier hinein häkle ich nun einen Zweierstäbchencluster. Umschlag, Faden holen, einmal durch 2 und hier stoppe ich. Dann wieder Umschlag, Faden holen, einmal durch 2 und ich stoppe wieder. Jetzt ziehe ich den Faden durch alle Schlaufen von der Nadel. Drei Luftmaschen. In die nächste Masche einen Dreierstäbchencluster.
Umschlag, Faden holen, einmal durch 2 und hier stoppe ich, dann wieder Umschlag, Faden holen, einmal durch 2 und ich stoppe wieder. Nun auch ein drittes Mal Umschlag, Faden holen, einmal durch 2 und ich stoppe wieder und jetzt ziehe ich den Faden durch alle Schlaufen von der Nadel. 3 Luftmaschen und genau das wiederhole ich die ganze Runde lang. In die nächste Masche einen Dreier-Stäbchencluster. Drei Luftmaschen. In die nächste Masche einen Dreier-Stäbchencluster. Drei Luftmaschen. In die nächste Masche einen Dreier-Stäbchencluster. Drei Luftmaschen. Mit einer Kettmasche die Runde schließen. Ich steche hier in die Spitze ein. Die dritte und letzte Runde. In die nächste Luftmaschenlücke häkle ich eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche, und das gleiche häkle ich in die nächste Lücke, eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen,
ein halbes Stäbchen, eine feste Masche, in die nächste Lücke eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. Und ich bin mir ziemlich sicher, du weißt schon, was kommt in die nächste Lücke. Eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. Auch hier noch einmal das Gleiche. Und ein letztes Mal das Gleiche. Ich schließe die Runde mit einer Kettmasche hier hinein. Faden abschneiden und durchziehen. Wenn du deine Fäden vernäht hast, kannst du deinen Stern auch gerne stärken, damit er noch besser seine Form hält. Ich stärke derzeit meine Sterne mit einem Textilfestiger und das klappt wunderbar. Ich arbeite einfach mit einem Pinsel etwas Textilfestiger in den Stern ein. Und falls du jetzt einen freien Daumen hast, freue ich mich riesig über deinen Daumen hoch. Dann musst du deinen Stern nur mal etwas trocknen lassen und schon ist dein wunderschöner Stern fertig. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Häkeln wie ich. Es ist wirklich toll, wie schnell man so einen schönen Stern zaubern kann. Danke, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Häkeln und eine wunderbare, kreative Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, deine Andrea.